Die meditative Velotour, dritter Teil. Mit dem Velomobil den schönen Panoramaradweg Niederbergbahn entlang, über Brücken und Viadukte von Kettwig über Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath bis hinunter nach Apprath. Folgerichtig beginnt der dritte Teil der meditativen Velotour dort, wo der zweite Teil zu Ende gegangen ist, im Kettwiger Tunnel am Wildbach. Durch ihn gelangen wir auf den steilen Einstieg in die Niederbergbahntrasse. Hey, es ist steil, ja was? Wer hat denn sowas für Fahrradfahrer gebaut? Das gibt's ja nicht. Ja, lieber, ne? Gelenkeschonender ist es, hier hinauf zu schieben. Es sei denn, man hat Motorunterstützung. Hallo. Batterie leer? Ja, hat nur eine Batterie fürs Licht, nicht fürs Fahren. Ach so, müssen Sie trampeln. Ja. Ciao. Tschüss. Diese Radtrasse führt uns in kontinuierlicher, moderater Steigung autofrei über Heiligenhaus nach Velbert und dann über einige schwierige Straßenquerungen, wieder hinab nach Wülfrath und letztlich nach Apprath, das der geneigte Zuschauer von der Schöller-Tour bereits kennt. Nach diesem extrem steilen Einstieg erwarten uns die rund 20 schönsten Kilometer des Panoramaradwegs Niederbergbahn. Davon geht es ca. 17 Kilometer mit einer moderaten Steigung von 1 bis 2,5% stetig bergan. Hier überwinden wir bis nach Neviges auf die angenehmste Weise über 200 Höhenmeter, ohne uns zu sehr anstrengen zu müssen. Die Bahntrasse der ehemaligen Niederbergbahn ist nur ein Teil des sehr langen Panoramaradweges, von dem der geneigte Zuschauer in den Torpediello-Videos auch schon andere Teilstücke, zum Beispiel bei der Fahrt nach Schöller, kennengelernt hat. Auf den unterschiedlichsten Brücken überqueren wir Täler und Querstraßen, durchfahren viele historische, aber auch modern wiederertüchtigte Viadukte und sind danach gleich wieder umgeben von Bäumen und Büschen und Vogelgesang. Diese unscheinbare Brücke hier über die Bahnhofsstraße in Heiligenhaus ist etwas ganz Besonderes. Sie ist in 2009 erbaut, die erste Waggonbrücke Deutschlands. Ein echter vierachsiger Drehgestell-Flachwaggon der Deutschen Bahn, komplett mit Rädern, Bremsen und Puffern, ist hier als Brücke verwendet worden. Dagegen wirken normale Brücken fast langweilig. Aber dann kommt noch ein gewaltiges Brückenexemplar. Nämlich das der A44-Autobahn, die wir hier unterqueren. Und danach fahren wir an ihr über die Trasse noch ein ganzes Stück entlang. Und wieder überrascht uns eine ungewöhnliche Brücke. Ein Gefängnisgang oder doch nur ein Brückengeländer? Dies ist die Eulenbachbrücke oder auch im Volksmund Saubrücke genannt.
Sie ist eine historische Viaduktbrücke, die mit 7 Pfeilerbögen das Eulenbachtal in einer Länge von 168 Metern überspannt. Der Name Saubrücke stammt übrigens vom früher verwendeten Wort Sau für Sumpf. In der Sau, also im Sumpfgebiet gelegen, hieß ein alter Bauernhof hier im Eulenbachtal. Nur ca. 250 Meter weiter fahren wir über eine Art Hochstraße in Velbert-Unterstadt, auf der wir die Gebäude auf ihren oberen Etagen passieren und überbrücken so die deutlichen Höhenunterschiede, die der Pkw-Verkehr hier zu überwinden hat. Auch nach der Saubrücke und der Hochstraße begleiten uns noch weitere 10 Kilometer lang Brücken und Viadukte, Wald und weite Ausblicke in wunderschöne Landschaft auf dieser Trasse. Bis hinunter zur Radweggabelung in Wülfrath. Ab hier ist die Radtrasse einige Male unterbrochen, bis wir Abrath erreichen. Und wir haben es mit teilweise nicht ganz ungefährlichen und auch mit unübersichtlichen und schlecht beschilderten Trassenübergängen zu tun. Deren Beschreibung soll allerdings unsere meditative Tour hier nicht weiter beeinträchtigen. Deshalb wird sich ein separates Video allein mit diesen Trassenübergängen auf dem letzten Drittel des hier beschriebenen Panorama-Radwegs Niederbergbahn befassen. Für diejenigen, die sich hier auch ohne Karte oder Navi zurechtfinden wollen, zeigt dieser eher unromantische 4. Teil diese Übergänge mit ihren Problemen im Detail. Jetzt wollen wir aber noch die landschaftlich schönen Passagen der Trasse von Velbert hinunter zur Radweggabelung nach Wülfrath ein wenig genießen. Wer hier nach dem langen Gefälle zu schnell für die Kurve ist, für den hält der Radweg einen Prellbock bereit. Hier an dieser Radweggabelung geht es rechts nach Wülfrath hinein. Links setzt sich unser Radweg in Richtung Abrath fort. Nachdem wir gerade in den Wald eingefahren sind, kommt rechts ein Abzweig, der zur Landstraße Coxhof führt. Das ist der schnellere und etwas direktere Weg nach Abrath hinunter. Aber schöner ist es zweifellos, hier auf dem Radweg durch den Wald zu bleiben. Auch hier kann man es zügig laufen lassen. Nach etwa 2 Kilometern ist dann das Ende der Trasse erreicht. Der Panoramaradweg wird jetzt weiter über Straßen und über dafür wenig geeignete Bürgersteige geführt. Wenn man am Ende des Oberdüsseler Weges links in den Coxhof einbiegt, empfiehlt es sich, die Straße zu nehmen.
Der Radweg mit Gegenverkehr über den linken Bürgersteig ist leider viel zu eng und zu schlecht, um den Namen zu verdienen. Bilder gibt es dazu im Teil 4, die Trassenübergänge des Panoramaradwegs Niederbergbahn von Velbert bis Aprath.